Mein Name ist Amelie Steiner Ich bin die Frau Christine Pietsch. und wir kommen von der Beratungsstelle Pupil Refugee, kurz PUR. Das ist eine Beratungsstelle für Geflüchtete an der Berufsschule 2 und an der Voss in Regensburg und wird von der Stadt Regensburg finanziert. Unsere Büros sind direkt an der Berufsschule 2, damit wir möglichst nah an den Jugendlichen, die hier beschult werden, in den Berufsvorbereitungsklassen sind und hier ein- und ausgehen, möglichst kurze Wege haben und uns direkt erkennen können, wenn sie Schwierigkeiten, Anliegen und Fragestellungen haben. Wir möchten jetzt die Stabilisierungs- und Destabilisierungsfaktoren für diese Zielgruppe der jungen Geflüchteten, begleiteten oder unbegleiteten Ausländer für euch darstellen und werden jetzt sehr ausführlich über das Life Balance Modell erzählen. Wir möchten die Faktoren, die zur Stabilisierung oder Destabilisierung von Jugendlichen führen. Und in unserem Fall sind es unbegleitete minderjährige Ausländer oder auch begleitete jugendliche Geflüchtete im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Diese Faktoren werden wir erläutern und dabei ist nicht zu vergessen ein ganz wichtiger Faktor, nämlich der Faktor der Pubertät in diesem Zeitraum. Also Achtung. Wir visualisieren anhand des Life Balance Modell die Stabilisierungsfaktoren und die Basis ist die Basis im Leben ist Fundament, der Boden, die Stabilität. Wir haben verschiedene Stabilisierungsfaktoren, zum Beispiel der Beruf, Wohnen, Freunde, Gesundheit, Finanzen, Kultur und die Religion. Und es gibt noch viele weitere Stabilisierungsfaktoren. Um ein erfolgreiches, stabiles Leben führen zu können, ist idealerweise jede dieser Säulen stabil. Und darum geht es uns jetzt, diese Stabilität oder Destabilität weiter visuell darzustellen. Um anhand des Life Balance Modells ein erfolgreiches, stabiles Leben in Deutschland erreichen zu können, haben wir hier folgende Voraussetzungen in Bezug auf Stabilität, Fundament, Basis. Wir haben hier in Deutschland eine Demokratie, einen Rechtsstaat. Wir haben Meinungsfreiheit. Wir haben eine Wohlstandsgesellschaft. Wir haben einen Rechtsstaat und wir haben einen Sozialstaat. Das ist die Basis in unserem Land, die dazu führt, dass stabilisierende Faktoren ein Fundament bilden. Auf dieser Basis ist ein erfolgreiches, stabiles Leben gut vorstellbar, denkbar und auch realisierbar. Als Stabilisierungsfaktoren in unserem Land nehmen wir die Säule Bildung, Beruf und Finanzen. Wir erkennen da ein gewisses Leistungsprinzip. Als weitere lebensstabilisierende Säule ist natürlich die Familie und in unserem Land eine Kleinfamilie oder Wahlfamilie ausschlaggebend. Familie ist also eine zweite wichtige stabilisierende Säule und die Individualität als Grundlage ist sehr wichtig. Wir haben eine weitere, dritte stabilisierende Säule, Freunde und Freizeit. Gesundheit ist insgesamt eine sehr wichtige stabilisierende Säule. Werte, Normen und Gesetze, eine weitere stabilisierende Säule. Besonders gewaltfreie verbale Konfliktlösungsstrategien sind typisch für unser Gesellschaftsmodell. Und wir haben eine letzte sehr stabilisierende Säule, das ist Wohnen. Auch da haben wir eine freie Wahl von Wohnformen
Wir können alleine als Single wohnen, wir können in Wohngemeinschaften wohnen, wir können mit unserer Familie zusammen wohnen. Hier auch eine große Bandbreite und Möglichkeit, frei zu entscheiden. Das Fundament und die Basis im Leben der Herkunftsländer von den unbegleiteten minderjährigen Ausländern und den begleiteten Jugendlichen ist zumeist geprägt von autoritären, stark hierarchischen Regierungen, Diktatur, einen Gottesstaat, Mangelgesellschaft und Armut, Willkür und Korruption und unter anderem auch von Bürgerkrieg, was für uns häufig eine Destabilisierung ist, kann aber auch eine Stabilität bedeuten. Als ersten und sehr wichtigen Stabilisierungsfaktor haben wir die Großfamilie. Das ist oftmals ein funktionierendes Netzwerk, soziale und die wirtschaftliche Absicherung und häufig eine geschlechtsspezifische Erziehung. Als zweite Stabilisierung haben wir Kultur und Wohnen. Die Großfamilie bestimmt die Haushaltsführung, die Rollenverteilung und es gibt eine hohe nonverbale Kommunikation. Oftmals ist auch diese keine Problemkultur. Das heißt, Probleme werden häufig nach außen kaum gezeigt oder auch gar nicht. Und es herrscht ein großer Stolz. Als dritte Säule haben wir Werte, Normen. Darunter fällt auch die Religion, die oftmals eine sehr große Stabilität gibt. Dann haben wir die Freunde und Freizeit. Da haben wir im Gegensatz zu der europäischen Kultur eine geringe Freizeitgestaltung. Das definiert sich eher über das gesellschaftliche Zusammensitzen in Cafés, Shisha-Bars und Frauen sind meist nur in Begleitung unterwegs. Die fünfte Säule bildet die Bildung, Beruf und Finanzen. Die Großfamilie wirkt damit als funktionierendes System. Und als sechster Punkt haben wir die Gesundheit. Das alles macht ein erfolgreiches, stabiles Leben in den meisten Herkunftsländern aus. Die jungen, unbegleiteten und begleiteten Geflüchteten bringen in unser Land, in der wir die Demokratie als Grundform haben, mit die Erfahrungen der Diktatur. Sie erleben hier zum ersten Mal einen Rechtsstaat, bringen mit zumeist autoritäre, stark hierarchische Regierung. Sie lernen hier in Deutschland zum ersten Mal ein Grundgesetz kennen, in deren Länder meist Willkür und Korruption geherrscht hat. Meinungsfreiheit erleben sie direkt. Und eine Wohlstandsgesellschaft kommt dazu. Sie bringen mit den Gottesstaat, die Erfahrungen und Erlebnisse eines Gottesstaates. Meist haben sie in einer Mangelgesellschaft und in Armut gelebt und erfahren. Und hier lernen sie einen Sozialstaat kennen. Das Herkunftsland ist häufig geprägt von Bürgerkrieg. Nach dieser Darstellung der unterschiedlichen Welten kann man sich sehr gut vorstellen, wenn die unbegleiteten Jugendlichen oder die begleiteten Geflüchteten hier in Deutschland ankommen, dass diese beiden Welten aufeinander stoßen und weiter destabilisierende Wirkung haben in der Anfangsphase, in der sie hier in Deutschland ankommen. Die Säulen, die stabilisierend wirken sollen, sind folgendermaßen. Wenn bei uns Bildung, Beruf und Finanzen ein gewisses Leistungsprinzip haben und an erster Stelle stehen zur Stabilisierung, so steht in den Herkunftsländern häufig die Großfamilie an erster Stelle. Wenn bei uns die übliche Form der Kleinfamilie ist und die Individualität im Vordergrund steht,
So steht in den Herkunftsländern häufig die Kultur und das Wohnen an zweiter Stelle. Wenn bei uns Freunde und die umfangreiche Freizeitgestaltung an dritter Stelle steht, so steht in den Herkunftsländern häufig Werte, Normen und vor allem die Religion an dritter Stelle. wenn bei uns Gesundheit als nächster Punkt eine Priorität hat, So sind Freunde und die Freizeit an vierter Stelle. wenn bei uns die Wohnformen eine individuelle Möglichkeit bieten, So steht in den Herkunftsländern häufig Bildung, Beruf und Finanzen erst an fünfter Stelle. und wenn bei uns die Kultur, die Werte, die Normen, die Gesetze hier mit gewaltfreier verbaler Kommunikationsstrategie wichtig sind, einen großen Wert haben, So bildet häufig Gesundheit den Schluss. was wir damit sagen wollen, ist, dass es immer noch individuelle Unterschiede gibt, also das ist keine Festschreibung. Es gibt individuelle und natürlich die gesellschaftlichen verschiedenen Wahlfreiheiten jedes Einzelnen. Und je nachdem, wie leicht es jemandem fällt, sich in dieser neuen Kultur, in dieser aufnehmenden Kultur anzupassen, umso weniger Reibungsverluste sind es. Aber wir müssen bemerken, dass die Jugendlichen, die völlig aus dem Kontext ihrer Herkunftskultur herausgerissen werden, nicht unbedingt die Kapazität in diesem Alter haben, sich sofort an alles andere zu gewöhnen und umzustellen und daher einen hohen Grad an Destabilisierung und Instabilität haben und sich hier sehr stark auf der Suche nach stabilisierenden Faktoren befinden. Das ist die Erfahrung. Sie suchen Stabilität und wissen nicht, wo sie die finden können. Nicht zu vergessen ist dabei, dass die alltägliche Erfahrung von der Flucht, der Zwangseinwanderung und traumatischen Erfahrungen sowie monatelanges Asylverfahren, den Aufenthaltsstatus wie Ablehnung, Duldung oder Gestattung sowie der Widerspruchsverfahren und die Abschiebung und so weiter stehen. Dazu hinzu kommen die Reaktionsmuster der Aufnahmegesellschaft sowie fehlendes Bewusstsein für gesellschaftliche Veränderungsprozesse, konservative Grundeinstellung und weitere. Und nach wie vor nicht zu vergessen, die Pubertät. Es wird verlangt, dass diese jungen Menschen diese ganzen Aufgaben und Herausforderungen in einem Zeitraum bewerkstelligen sollen, in dem es eigentlich um komplett andere Themen geht. Und daher wollen wir schließen mit dem Verständnis für die sehr, sehr komplizierte, schwierige Anfangsphase dieser jungen und jugendlichen Zugewanderten, Geflüchteten, begleitet oder unbegleitete Minderjährige, dass ihre Stabilisierungsphase von uns allen getragen und eingeleitet werden muss, damit sie eine Sicherheit leben, die annähernd dazu führen kann, ebenfalls ein erfolgreiches, stabiles Leben führen zu können. Die beispielhaft dargestellten Stabilisierungssäulen haben in unterschiedlichen Gesellschaften in der Regel unterschiedlich hohe Bedeutung und Priorität. Individuell unterschiedliche Werte und Prioritäten spielen dabei natürlich ebenfalls eine besonders große Rolle. Eine derart gravierende gesellschaftliche und individuelle Entwurzelung löst besonders in dieser Altersgruppe einen hochgradigen Identitätsverlust aus. Es ist wirklich wichtig, sich einmal vorzustellen, was passiert, wenn alle Säulen, die im Leben Stabilität und Halt gegeben haben, plötzlich einstürzen durch äußere Einwirkungen wie Gewalt, Bürgerkrieg, Flucht, Vertreibung verloren gehen. Was passiert? Eine derartig gravierende Entwurzelung braucht sehr viel Zeit, um wieder zu einem neuen Start zu finden. Und daher geht es besonders in den schulischen Angeboten nicht nur um reine Wissensvermittlung, sondern automatisch auch durch eine Stabilisierung und neue identitätsstiftende Individualität. Und dadurch können Ausbildung, beruflicher und schulischer Erfolg eine sehr wichtige Rolle einnehmen.
Sind da Erfolge zu verzeichnen, ist dies ein wichtiger Schritt zur Identitätsstabilisierung für all diese Jugendlichen. Die Identitätskrise in diesem Alter kann auf diesem Weg eher bewältigt werden. Wir haben gerade sehr umfangreich dargestellt, in welcher Phase sich die ankommenden Jugendlichen befinden, mit all dem Verlust ihrer vertrauten Kultur. Und für uns stellt sich natürlich die Frage, was trägt zur Stabilisierung dieser Jugendlichen bei? Es geht um sichere Orte. Das heißt, es wäre wunderbar, wenn sie ein stabiles Wohnen hätten, wenn sie eine stabile Schulsituation vorfinden würden und wenn sie Paten, Familienpaten, Bezugspersonen erleben würden. Diese Faktoren würden sie stabilisieren. Nachdem die Schule ein sehr sicherer Ort sein kann, weil sie den auch von zu Hause gewohnt sind, die Rolle des Schülers und der Schülerin, wäre besonders für die Schulen eine große Herausforderung, diesen sicheren Ort für die Jugendlichen darzustellen. Wenn die Jugendlichen den Ort Schule als sicheren Lebensraum und Orientierungsraum erleben können und erfahren, dann wäre ein großer Stabilisierungsfaktor gewonnen und die Jugendlichen könnten hier ihre neue Identität entfalten. Wie die Amelie und ich gerade sehr ausführlich erläutert haben, können Sie sich jetzt ganz gut vorstellen, in welcher Situation diese Zielgruppe ist. Und wir möchten darauf hinweisen, dass die Beratungsstelle von der Stadt Regensburg pur einen sehr besonderen Beratungsansatz hier umsetzt. Wir sind eine ganzheitliche und kultursensible Beratungsstelle mit einem sehr niederschwelligen Zugang. Das ist der Weg, den die Jugendlichen sehr gut annehmen können und der die Jugendlichen einlädt, Kontakt aufzunehmen, egal in welcher kritischen Lebenslage sie sich gerade befinden. Wären wir nicht hier an der Schule verortet, würden diese Jugendlichen von sich aus nicht den Weg finden, in irgendwelche unbekannte Beratungsstellen zu gehen, weil es nicht zum Status des Jugendlichen passt, dass man, wenn man Schwierigkeiten hat, sich eine Beratungsstelle sucht. Also das gehört nicht zu deren, insgesamt in der jugendlichen Phase nicht zu der gängigen Methode, um über Probleme zu reden, und mit dem kulturellen Hintergrund erst recht ist es nicht die Methode, die man wählt, wenn man finanzielle Schwierigkeiten hat oder sonstige Probleme. Deswegen ist die Verankerung hier vor Ort an der Schule ganz besonders wichtig, den Jugendlichen zur Seite zu stehen. Unsere Arbeit besteht darin, auf Beziehungsebene zu arbeiten, Kontakte anzubieten und weiterzuvermitteln, sowie die Geflüchteten zu weiteren Einrichtungen zu begleiten. Wir bringen Vertrauen entgegen und helfen den Jugendlichen darin, die Schule als einen sicheren Ort zu erleben. Mein Name ist Alexander Kraus vom Projekt CISOTRA. Wir arbeiten mit dem strategischen Partner Stadt Regensburg in der Entwicklung des Modells der Stabilisierung, Orientierung und beruflichen Integration von jungen Geflüchteten zusammen. Für uns ist das Projekt PUR ein besonders interessantes, gutes Beispiel, weil hier die persönliche Arbeit mit den jungen Geflüchteten dazu beiträgt, dass die formalen Bildungssysteme wie die Schule besser funktionieren kann. Die soziale Integration, das Angenommensein im Gastland und die Vermittlung in das deutsche Bildungssystem, insbesondere in das System der dualen Ausbildung, in Berufsschulen und in die Funktionsweise des Arbeitsmarkts in Deutschland, werden hier an der Schule in einem multidisziplinären Team geleistet. Das heißt, die traditionelle Berufsschule arbeitet mit Einrichtungen wie der Beratungsstelle PUR zusammen, um Berufsschulausbildung ganzheitlicher zu gestalten. Hervorzuheben ist, dass sich die Stadt, also die Gemeinde, hier besonders engagiert. Das ist ein Beleg dafür, dass gerade die Kommunen, also Städte, Gemeinden, Landkreise, bei denen mögliche Konflikte in der Integration von Geflüchteten
besonders augenfällig wären, eine sehr gute Rolle dabei spielen können, solche Konflikte im Ansatz zu verhindern und den Jugendlichen einen guten Weg in die deutsche Gesellschaft zu ebnen. Unsere Handwerksbetriebe, unsere Kleinbetriebe, aber auch Unternehmen wie BMW und andere prominente Arbeitgeber sind darauf angewiesen, dass diese Jugendlichen einen guten Weg in unsere Gesellschaft finden.